Hi, ich bin's wieder, Chris, und willkommen zur 15. Folge unserer Serie Road to Affiliate. Ja, danke erstmal für dein Abo. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Und ja, ich will euch jetzt mal eine weitere Seite zeigen, die mir geholfen hat, die Anfangszeit als Affiliate finanziell gut zu überstehen. Und die heutige Seite, die ich euch vorstellen möchte, heißt Swagbucks. Ja, auf Swagbucks könnt ihr Umfragen machen und auch viele gute Angebote nutzen. Und damit meine ich keine Cashback-Angebote, gibt es ja auch, aber die habe ich persönlich nie genutzt, sondern sehr gute und lohnenswerte andere Angebote, die ich euch dann zeigen werde. Ja, bisher konnte ich hier auf Swagbucks, wie ihr hier seht, knapp 87.000 SB machen, also Swagbucks, und das entspricht aktuell ca. 783 Euro. Ja, dann sehen wir hier, konnte ich mal hier dieses Angebot hier abschließen. Dafür habe ich 5000 SB bekommen. Das waren also 45 Euro. Und mich hat das nur eine halbe Stunde an Zeit gekostet. Das heißt, wenn wir das auf die Stunde hochrechnen, sind das eben 90 Euro pro Stunde, die ich hier allein mit diesem Angebot eben machen konnte, wenn wir es eben auf die Stunde hochrechnen. Ja, und da musste ich eben einfach nur mich bei einer Trading-Plattform anmelden, da einen gewissen Betrag einzahlen, ich glaube es waren 50 oder 100 Euro, dann diesen Betrag eben auf dieser Trading-Plattform auch einsetzen. Da ging es um Kryptos, also zum Beispiel, ich habe es glaube ich in Bitcoin oder so dann eingesetzt, und dann konnte ich es mir aber auch einfach nach ein paar Tagen einfach wieder auszahlen lassen, und somit hatte ich da keinen Minus gemacht, oder wenn dann vielleicht 1, 2 Euro oder 1, 2 Euro auch plus sogar, kann natürlich auch sein. Und somit hatte ich dann hier das, was ich auf der Plattform Swagbucks bekommen hatte, einfach als Plus, also 45 Euro Gewinn circa, gemacht. Und das war jetzt schon eine coole Sache. Und ja, ich will euch jetzt hier mal durchführen, zeigen, wie ich es gemacht habe und wie ihr es auch schaffen könnt. Eine kleine Anleitung geben. Ja, also, wie sah jetzt hier meine tägliche Routine bei Swagbucks aus? Also erstmal müsst ihr euch natürlich bei Swagbucks registrieren, ganz normal bei swagbucks.com. Ja, den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung, könnt ihr gerne nutzen. Und wenn ihr euch dann ganz normal registriert habt, ihr müsst natürlich eure echten Daten angeben und immer alles ehrlich beantworten und die Wahrheit eben angeben. Das ist natürlich klar, ist eine wichtige Grundvoraussetzung auf jeden Fall. Und dann habe ich es immer so gemacht. Als erstes mal hier diesen Swag-Button, das ist so eine Chrome-Erweiterung. Den könnt ihr euch hier holen, wenn ihr hier auf Mehr geht im Menü. Und dann hier auf Swag-Button könnt ihr euch den dann für einen Google Chrome Browser installieren. Und da bin ich einmal am Tag draufgegangen, bin hier auf Swag Code und dann hier auf diesen Link hole ihn dir hier. Und jetzt aktuell ist gerade keiner verfügbar, weil ich auch neulich erst einen eingelöst hatte. Und manchmal ist dann hier ein Code und den könnt ihr euch dann kopieren, hier unten einfügen und dann auf Swag Code einlösen gehen. Und dann kriegt ihr meist so 1 bis 4 SB einfach geschenkt. Ist zwar nicht viel, aber ich finde, dafür, dass es so ein kurzer Zeitaufwand ist, lohnt sich es trotzdem, weil Kleinvieh macht ja auch Mist, wenn man das jeden Tag macht, kann sich das schon auch lohnen. Das war die erste Kleinigkeit, die ich gemacht habe. Das zweite war, ich bin dann hier immer auf diesen Bereich hier gegangen, hier oben, und habe dann hier eben, manchmal könnt ihr dann hier einmal im Monat hier auf diesen Link klicken, da kriegt ihr so Bonus-SB geschenkt. Und was ich auch immer noch gemacht habe, ist hier das Swag Go. Das findet ihr hier unten. Aber auch nicht immer, aber manchmal findet ihr es hier. Und dann könnt ihr hier draufklicken und habt dann hier so ein Muster. Und hier rechts seht ihr, wie viel ihr eben dafür bekommt. Wenn ihr hier alle Aufgaben erfüllt, dann bekommt ihr das komplette Brett. Also kriegt ihr 100 SB Bonus geschenkt. Und dann, das sind ca. 90 Cent. Und da habe ich es immer so gemacht, ich habe hier nur die Aufgaben gemacht, die für mich einfach schnell gingen. Weil wenn es jetzt zum Beispiel so eine Aufgabe ist wie werbe ein neues Mitglied für Swagbucks, dann lohnt sich das in meinen Augen einfach nicht, weil ihr bekommt dafür nur 90 Cent für das ganze Brett hier, wenn ihr die Aufgaben löst, und das würde dann viel zu lange dauern. Deswegen habe ich immer nur solche Sachen gemacht wie besuche diese Website, da müsst ihr einfach nur kurz die Website besuchen. Das dauert 2 Sekunden maximal. Und oder halt besuche die Website und aktiviere den Swag-Button, den ich euch ja eben gezeigt hatte. Da müsst ihr auch nur die Website besuchen, dann kommt so eine Einblendung von Swagbucks, wo ihr dann einfach auf Aktivieren klickt. Und somit könnt ihr dann hier das Muster eben ausfüllen. Solche Sachen habe ich immer gemacht, die halt einfach und schnell gehen eben. Ja, und dann, falls ihr hier zum Beispiel außenrum die Aufgabe abgeschlossen habt, dann könnt ihr den Rahmen einlösen, oder ihr denkt, ihr schafft die anderen auch noch, weil sie schnell gehen.
dann könnt ihr das ganze Brett einlösen und euch den Bonus holen. Da gibt es pro Swag-Go immer so 100 SB bis maximal 300 SB. Aber bei den 300 SB sind dann die Aufgaben meist auch schwieriger und dann muss man gucken, ob es sich lohnt vom Zeitaufwand. Ja, dann kommen wir jetzt schon zu den zwei entscheidenden Punkten gleich. Vorher noch ganz kurz die Glocke hier. Die Benachrichtigung bei der Glocke habe ich einmal am Tag auch ausgecheckt. Da bin ich drauf gegangen und habe halt geguckt, was gibt es hier für neue Geldverdienen-Möglichkeiten, gerade Angebote bei Swagbucks. Und die neuen sind dann immer fett markiert hier. Und da habe ich dann halt drauf geklickt und geguckt, ob das was für mich ist und ob sich das für mich lohnen würde. Die Cashback-Angebote, wie gesagt, habe ich nicht genutzt. Könnte man natürlich aber auch machen, falls man irgendwo was kauft. Dann kriegt man es hier nochmal billiger. Ja, und dann jetzt die zwei Hauptbereiche. Einmal die Antworten. Hier bin ich einmal am Tag reingegangen. Habe dann erstmal sortiert hier nach Zeit. Also auf benötigte Zeit geklickt. Sodass hier die mit der geringsten Zeit oben stehen. Ja, hier ist nochmal was fett markiertes, was gerade featured ist, also was irgendwie besonders gut sein soll. Und dann habe ich hier halt geguckt, wie viele SB bekomme ich für diese Minuten. Zum Beispiel hier dauert die Umfrage 3 Minuten und ihr bekommt dafür 30 SB. Das heißt, es wären nur unter 30 Cent, wenn wir es umrechnen. Und das würde sich für mich nicht lohnen, weil ich gucke immer, dass ich wenn ich es mir hochrechne, für 10 Minuten mindestens 1 Euro bekomme. Also da muss man sich kurz ausrechnen, das habt ihr aber relativ schnell raus hier eigentlich den Dreh. Und wir können mal kurz gucken. Hier die zum Beispiel würde ich gerade noch so machen. Die dauert 7 Minuten und da gibt es 75 SB. Ja, sind auch schon wieder unter 70 Cent, also würde ich bei 7 Minuten dann auch schon nicht mehr machen. Lohnt sich auch nicht mehr vom Verhältnis Zeitaufwand zu Geld. Genau, und da halt einfach geguckt, dass ich pro Minute mindestens 10 SB bekomme, eher sogar mehr. So dass ich halt in 10 Minuten immer mindestens 1 Euro habe oder eben in der Stunde gesehen mindestens 6 Euro. Genau, falls ihr eine gefunden habt, die sich lohnen würde vom Zeitaufwand zu dem, was ihr bekommt, dann eben auf Umfrage starten gehen. Wir können dann mal kurz gucken, ob es hier gerade eine gibt, die sich in meinen Augen lohnen würde. Hier, die würde sich fast lohnen. Da gibt es über 110 SB für 11 Minuten. Wenn man das umrechnet in Euro, ist es aber auch nur 1 Euro für 11 Minuten. Und ich würde erst anfangen, das zu machen bei 1 Euro für 10 Minuten. Das heißt, die hier würde ich auch nicht machen, weil es sich in meinen Augen auch nicht lohnt vom Zeitaufwand zum Geld, was ihr dafür bekommt. Aber öfter findet ihr hier mal ein paar gute Umfragen, die sich lohnen. Manchmal findet ihr an einem Tag keine, manchmal an einem Tag sogar 2 oder 3, die sich lohnen. Kommt immer ganz drauf an. Dann könnt ihr, wie gesagt, auf Umfrage starten gehen. Und dann habt ihr da eine ganz normale Umfrage. Ja, ihr werdet bei diesen Umfragen auch öfter mal am Anfang gefragt, in welcher Branche ihr unterwegs seid. Und ihr sollt natürlich bei den Umfragen immer ehrliche Angaben machen, die Wahrheit sagen, das ist ganz wichtig. Aber vielleicht noch als Info, wenn ihr dann gefragt werdet nach diesen Branchen, ganz am Anfang, in welcher Branche seid ihr unterwegs, werdet ihr dann manchmal gefragt und ihr kreuzt da irgendwie an Marktforschung oder sowas, dann werdet ihr meist sofort von der Umfrage ausgeschlossen. Aber natürlich solltet ihr trotzdem bei den Umfragen ehrlich sein und das ehrlich beantworten. Ja, soviel zu den SP. Ihr seht, hier gibt es auch manchmal Boni. Aktuell gibt es ja auch wieder einen Boni, da bekommt ihr noch so und so viel dazu. Die hier würde sich sogar fast auch lohnen, aber auch nicht ganz. Das wären knapp 230 SP für 23 Minuten, das sind aber unter 2 Euro für 23 Minuten, würde ich also auch nicht machen. Gut, soviel zu den Umfragen. Und jetzt kommen wir hier zu der besten Möglichkeit in meinen Augen, wo ich das meiste Geld hier verdienen konnte, und zwar die Entdecken-Angebote. Findet ihr oben bei Entdecken und dann Entdecken Startseite. Ja, hier bin ich jetzt auch einmal am Tag durchgegangen und habe hier oben geguckt bei besondere Angebote, ob mir hier was zugesagt hat. Bin dann meist noch zweimal hier mit dem Pfeil nach rechts und halt geguckt, ob es hier was Neues gibt, was ich noch nicht kannte und ob sich das für mich lohnen würde. Und habe halt auch geguckt, was gerade, wo es gerade zum Beispiel doppelt SB gibt. Manchmal gibt es so Angebote mit doppelt SB und dann kriegt ihr hier von diesen Partnerplattformen hier dann auch doppelt SB. Und dann lohnt es sich auch manchmal in diese Partnerplattformen hier noch reinzugehen. Da findet ihr dann nämlich noch mehr Angebote. Und ja, falls ihr hier bei so einer Partnerplattform, wir gehen mal kurz bei Offertoro rein.
Da seht ihr dann hier auch Angebote und wie viel SB es dafür gibt. Dann könnt ihr ja auch sortieren von High to Low, dass die, wo es das meiste gibt, ganz oben angezeigt werden sollen. Und dann hier bei MySB könnt ihr auch reingehen, da seht ihr die Sachen, die ihr hier schon angeklickt habt und die ihr hier schon auch abgeschlossen habt. Ja, falls ihr hier mal was abgeschlossen habt, aber dafür die SB irgendwie noch nicht erhalten habt, kann ja immer mal vorkommen, dann könnt ihr hier auf Missing Credits gehen und könnt dann eben den Support schreiben und ja, sagen, dass ihr das richtig abgeschlossen habt, und dann fragen die euch vielleicht noch nach 1, 2 Screenshots oder so aus E-Mails zum Beispiel, die ihr bekommen habt, wenn ihr das abgeschlossen habt, und dann könnt ihr da nachträglich noch eure SB bekommen, falls mal was nicht klappt. Ja, dann was habe ich hier noch gemacht? Ich werde euch das gleich nochmal genauer erklären. Dann bin ich hier immer noch bei den beliebten Angeboten rein. Also hier in diesem Bereich hier, mit diesen empfohlenen Partnern hier, da bin ich eigentlich immer nur rein, wenn die gerade im Angebot waren. Das steht dann sind die aber meistens auch ganz oben hier in der ersten Leiste. Also wenn es da gerade doppelt SB gibt. Weil meist lohnt es sich in meinen Augen nur dann hier reinzugehen in diese. Ja, falls es jetzt an einem Tag mal hier nicht viel bei euch gab, könnt ihr natürlich trotzdem, falls ihr noch irgendwie Zeit habt oder Lust, hier mal drauf gehen und gucken, ob es da vielleicht gerade noch was gibt, auch wenn es da gerade keine doppelt SB gibt. Aber ich habe es meistens nur genutzt, wenn die im Angebot waren. Hier oben dann in der ersten Leiste sieht man die meist schon, wenn es doppelt SB gab. Das seht ihr dann auf jeden Fall. Ja, dann hier bei beliebte Angebote und auch hier noch eins weiter runter bei neueste Angebote. Da habe ich meist dann auch die ersten 3 Seiten mit dem Pfeil noch zweimal nach rechts durchgeguckt und geguckt, ob da was für mich dabei ist. Ja, was habe ich jetzt hier mal genau gemacht? Also erstmal diese Spieletests. Ihr seht hier auf die Spieletests, die habe ich immer nicht gemacht. Zum Beispiel hier Rise of Kingdoms. Weil ihr seht hier, da muss man zum Beispiel schaffen, in so und so vielen Tagen auf ein bestimmtes Level zu kommen. Und ich kann euch ja sagen, ich habe es ein paar Mal probiert, diese Spieletests, die benötigen unglaublich viel Zeit. Ihr bekommt zwar hier auch erstmal, sieht erstmal nach viel Geld aus, aber im Verhältnis dazu, wie viel Zeitaufwand ihr da habt, um das zu erreichen, und manchmal schafft ihr es nicht mal in der vorgegebenen Anzahl an Tagen und dann würdet ihr gar nichts bekommen. Das ist einfach zu viel Risiko in meinen Augen und lohnt sich vom Zeitaufwand im Verhältnis zum Geld, was ihr bekommt, nicht. Das heißt, die Spieletests kann ich euch nicht empfehlen, die habe ich immer nicht gemacht. Ja, das Einzige an Spieletests, was ich manchmal gemacht habe, was sich manchmal lohnt, sind diese Casino-Spiele. Gibt es ja so Casino-Spiele als Handy-App, aber jetzt nicht die mit Echtgeld, sondern wo es nur Spielgeld gibt, also wo ihr nicht euer eigenes Geld einsetzen müsst, sondern nur virtuelles Spielgeld quasi, ohne euer eigenes Geld. Und da kann es sich manchmal lohnen, weil man kann diese Casino-Apps nebenbei einfach laufen lassen, dann in der App, in dem Spiel, dann auf Autoplay gehen. Da gibt es so eine Autoplay-Funktion, dass sich da diese Slots die ganze Zeit automatisch drehen. Das heißt, ihr könnt es einfach nebenbei laufen lassen und steigt da auch in dem Level auf im Spiel, ohne da aktiv zu spielen. Und somit hat sich zum Zeitaufwand da für mich einigermaßen gelohnt. Also das wären so die einzigen Spieletests, die ich da gemacht habe hier. Ja, ansonsten habt ihr natürlich auch manchmal Cashback-Angebote, vor allem hier oben in der ersten Leiste. Die habe ich, wie gesagt, nicht in Anspruch genommen. Da steht dann hier zum Beispiel, ihr seht es hier verdiene 8 SB pro 1 Euro, den ihr einkauft. Ja, würdet ihr natürlich fett Minus machen. Lohnt sich natürlich nur, falls ihr da einkaufen wolltet und euch dann hier noch ein bisschen was zurückbekommen wollt an Cashback. Ja, dann gibt es hier manchmal auch noch, ja, hier zum Beispiel Telekom Adventskalender, gibt es manchmal hier solche Gewinnspiele, wo ihr euch dann mit euren Daten eintragen müsst und so. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Da sind auch manchmal nicht ganz so seriöse Seiten, muss ich sagen. Also wenn ihr hier die Angebote nutzt, guckt auch immer am besten, wenn ihr dann drauf geht, ob die Seite für euch ja seriös aussieht und ob ihr da ein gutes Bauchgefühl habt. Falls ihr euch mal nicht sicher seid, können wir natürlich auch mal bei Google dann die Seite mal googeln und mal gucken, was sie so für Bewertungen bekommen hat. Zum Beispiel bei Trustpilot und was es dafür so für Infos gibt. Aber die meisten Seiten, die ich hier hatte, waren eigentlich ja ganz gut. Nur bei den Gewinnspielen hier, die habe ich eher nicht gemacht, weil sie sich eher nicht lohnen und manchmal irgendwie mir auch nicht ganz koscher waren. Ja, so viel dazu. Und ansonsten, das, was ich hier am meisten genutzt habe, waren so Probemitgliedschaften. Da müsst ihr natürlich hinterher sein. Hier zum Beispiel Tidal. Da könnt ihr dann eine kostenlose Probemitgliedschaft machen und kriegt dann hier zum Beispiel 4 Euro circa oder ein bisschen mehr als 4 Euro dafür. Da müsst ihr natürlich dann immer gucken, dass ihr euch da rechtzeitig wieder kündigt, sodass es eben eine kostenlose Mitgliedschaft nur ist und dann nicht automatisch verlängert wird, sodass ihr dann eben auch am Ende Plus gemacht habt.
Da muss man immer ein bisschen selber gucken und auch genau mal lesen. Genau. Ja, dann, was ich auch immer noch gemacht habe hier, waren so Sportwettenseiten. Die haben sich auch oft gelohnt. Ich will euch mal kurz ein Beispiel raussuchen. Aktuell habe ich hier, glaube ich, gerade gar keine, weil ich hier die meisten schon genutzt hatte. Ja, gut. Auf jeden Fall sind dann hier manchmal so Angebote für so Sportwettenseiten. Die haben sich oft gelohnt. Und da gucke ich halt immer, dass es als Belohnung mehr SB gibt, als ich auf dieser Sportwettenseite einsetzen muss. Weil es steht dann zum Beispiel da, wenn ihr auf so ein Angebot rüberfahrt, dann seht ihr hier immer die Details, die solltet ihr euch mal genau durchlesen, könnt ihr euch auch übersetzen mit der Seite DeepL zum Beispiel ins Deutsche, falls es hier auf Englisch ist. Solltet ihr euch genau durchlesen, um zu wissen, was ihr machen müsst, ob das was für euch ist. Und dann hier neben auch nochmal den Haftungsausschluss euch auch nochmal durchlesen. Genau, dass ihr da auch Bescheid wisst. Und hier steht dann halt auch bei den Sportwettenangeboten, falls hier eins ist, steht dann halt auch da, wie viel ihr dann auf der Seite einsetzen müsst. Ihr müsst euch dann halt bei der Seite neu registrieren. Das heißt, bei allen Angeboten, wenn ihr euch neu registriert, dürft ihr erstmal, ist die erste Voraussetzung, ihr dürft noch keinen Account bei dieser Seite haben. Ihr müsst da wirklich ein neuer Registrierer sein. Und zweite Voraussetzung ist auch noch, dass ihr euch mit der gleichen E-Mail-Adresse, die ihr auch bei Swagbucks, mit der ihr euch auch bei Swagbucks registriert habt, auch dort anmelden müsst. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Und dann habe ich halt geguckt hier, wie viel, also erstmal steht dann hier immer, ihr müsst euch auf der Seite registrieren und dann steht da, ihr müsst dann auf der Sportwettenseite zum Beispiel, sagen wir jetzt mal zum Beispiel 10 Euro einzahlen. Und da habe ich jetzt geguckt, wenn ich jetzt hier 10 Euro einzahlen muss und dafür aber dann hier 2000 SB bekomme, dafür, dass ich mich angemeldet habe, das einzahle und das dann auch verspiele, das Geld auf der Plattform, müsst ihr dann auch natürlich immer umsetzen, also verspielen. Nicht, weil sonst könnte man es ja einfach einzahlen und direkt wieder auszahlen. Also die 10 Euro, die man eingezahlt hat, muss man dann eben auch einsetzen für Sportwetten. Und da gucke ich halt, wenn es hier 2000 SB dafür gibt, das wären ja knapp 18 Euro circa, dann würde es sich schon lohnen, weil ich setze ja nur 10 Euro bei der Sportwettenseite ein. Das heißt, selbst wenn ich bei der Sportwettenseite komplett das Geld verliere, habe ich hier immer noch 18 Euro, das heißt, ich habe immer noch 8 Euro plus gemacht. Aber manchmal gewinnt man sogar auch noch was bei den Sportwettenseiten, hat vielleicht Glück, dann hat man dann sogar am Ende noch mehr Geld gut gemacht quasi. Natürlich dann auch immer ein schönes Gefühl. Und ja, aber wenn jetzt hier zum Beispiel stehen würde, ich kriege 1000 SB und muss 10 Euro einzahlen, auch bei der Sportwettenseite, dann würde ich das Angebot nicht machen, weil dann wären es ja gerade mal 9 Euro, die ich hier bei Swagbucks bekommen würde aber bei der Sportwettenseite 10 Euro einzahlen und habe das Risiko, dass ich auf der Seite, weil es ist ja Glücksspiel, alles verliere. Das heißt, sowas würde ich dann nicht machen. Da gucke ich immer, dass ich hier auf Swagbucks auf jeden Fall mehr Geld bekomme, als ich auf der Seite einzahle. Das ist ganz wichtig. Das gleiche geht auch bei den Casino-Seiten. Das ist nämlich die zweite Art von Angeboten, die hier immer gut bei mir gingen und die ich auch gemacht habe. Die Online-Casino-Seiten. Und da ist wieder gleiches Prinzip. Auch drüber fahren oder manchmal müsst ihr auch erst draufklicken und könnt euch dann hier erst die Bedingungen durchlesen von dem Angebot und hier auch den Haftungsausschluss. Solltet ihr euch wirklich immer mal kurz durchlesen, bevor ihr das macht. Und da ist es wieder das gleiche Prinzip wie bei den Sportwetten auch. Also da gelten auch die gleichen Regeln, die ich da beachtet habe. Eben, dass ich mehr bei Swagbucks als Belohnung bekomme, als ich dort auf der Online-Casino-Seite einzahlen musste. Und ja, und das ist die dritte Art von Angeboten, die ich am meisten noch gemacht habe, waren dann eben, was ich euch vorhin schon als Beispiel gezeigt hatte, hier zum Beispiel das Angebot hier von Coinsmart, das hatte ich auch gemacht, wo ihr dann zum Beispiel bei einer Trading-Plattform euch eben registrieren müsst und da dann eben auch Geld einzahlen müsst und das dann eben auch einsetzen müsst. Das Geld auf der Plattform dann. Und da natürlich auch erstmal kurz gucken, ist die Seite seriös, ne? Am besten, wenn ihr da euer Geld schon einzahlt, ist ja klar. Ja, denke ich mal, die meisten von euch wissen und machen. Und dann ist es hier jetzt aber so, ja, hier habe ich es dann so gemacht, muss ich jetzt nicht unbedingt mehr Belohnung bei Swagbucks bekommen, als ich einzahle, weil ich kann dann auf der Plattform ja das eingezahlte Geld in eine sehr stabile Aktie zum Beispiel stecken oder eine sehr stabile Kryptowährung und nach ein paar Tagen dann sofort wieder auszahlen lassen und meist macht man da nicht viel Verlust oder wenn man Glück hat, macht man noch ein bisschen Gewinn, so dass man hier nicht unbedingt mehr
als Belohnung von Swagbucks bekommen muss, als man hier einzahlt. Aber natürlich, wenn ihr ganz normal sicher sein sollt, dann ist es natürlich, seid ihr noch sicherer, falls ihr hier irgendwie auf der Plattform doch alles verlieren soll, was innerhalb von ein paar Tagen relativ unwahrscheinlich ist, dass ihr dann hier bei Swagbucks trotzdem noch Plus gemacht habt. Aber hier zum Beispiel auch, genau, hier musste ich sogar 100 Euro einzahlen, habe aber nur 45 Euro als Belohnung bekommen. Aber da ich diese 100 Euro auf der Plattform einfach in eine sichere Währung gesteckt hatte, ich glaube es war Bitcoin, wo ich das nur ein paar Tage drin hatte und dann nach ein paar Tagen wieder ausgezahlt habe, hatte ich da eben auch kaum Verlust oder sogar ein bisschen Gewinn gemacht. Und somit hatte ich dann eben diese 45 Euro für Swagbucks als Gewinn sozusagen. Genau, ja. Und hier mit Coinbase wäre zum Beispiel auch ein gutes Angebot. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht machen, weil ich schon bei Coinbase registriert bin, weil ich das auch so schon nutze und da in Kryptos investiere. Und deswegen müsst ihr natürlich gucken, dass ihr immer Neukunde bei der Plattform seid und da noch keinen Account habt, sonst könnt ihr hier ein Angebot dann nicht wahrnehmen. Ja, genau. Dann, das sind so die hauptsächlichen Sachen, die ich hier gemacht habe. Genau, die 3 quasi. Also einmal Probemitgliedschaften, die ihr direkt kündigen könnt, die kostenlos sind oder so, oder die nur so viel Geld kosten, dass ihr nur wenig Geld kosten und die Belohnung von Swagbucks ist größer, sodass ihr da trotzdem einen Gewinn raushaut am Ende. Und dann natürlich gucken, dass ihr rechtzeitig kündigt, wie gesagt. Dann, wie gesagt, die Sportwettenangebote mit dem, was ihr da beachten müsst, was ich euch erzählt habe, und beim Online-Casino-Angeboten das gleiche. Ja, manchmal habe ich hier auch noch, also kurz noch zu den Sportwettenseiten, wenn ihr da auf der Sportwettenseite ein Geld eingezahlt habt und das dann noch setzen müsst auf der Seite, zum Beispiel ihr habt 10 Euro eingezahlt, dann müsst ihr dann noch 10 Euro verwetten auf der Seite. Dann natürlich gucken, dass ihr das in Sportwetten steckt, wo die Quoten sehr gering sind, zum Beispiel 1,01, wo wirklich das Risiko möglichst gering ist, dass ihr das Geld verliert. Ihr könnt dann zwar auch nicht so viel Gewinn machen, aber wir wollen ja mit diesem Glücksspiel keinen Gewinn machen, sondern wir wollen ja einfach nur am besten unser Geld rauskriegen, damit wir am Ende hier durch Swagbucks dann noch mehr Gewinn gemacht haben. Und bei den Online-Casino-Seiten kann ich euch empfehlen, wenn ihr da Geld eingezahlt habt und hier so ein Swagbucks-Angebot nutzt, dass ihr da Blackjack spielt, weil bei Blackjack habt ihr meist die höchste Wahrscheinlichkeit. Also bei Poker könnte es sogar noch besser sein, aber nee, eher nicht. Poker ist nämlich schwierig, finde ich, und das ist auch nicht für Anfänger. Da müsstet ihr schon ein sehr guter Pokerspieler sein, deswegen habe ich immer Blackjack dann genommen und bin dann im Online-Casino in Blackjack rein. Da habt ihr ja fast eine 50-50 Chance, natürlich eher schlechter für euch, vielleicht 40-60, weil Online-Casino gewinnt am Ende immer, ihr wisst es. Aber bei Blackjack habt ihr da noch die besten Chancen, euer Geld zu behalten oder vielleicht sogar noch mit Glück ein bisschen Gewinn rauszugehen. Und da habe ich mir dann auch immer die Blackjack-Strategietabelle genommen. Könnt ihr einfach eingeben bei Google, Blackjack-Strategietabelle. Könnt dann hier mal auf Bilder gehen und könnt euch dann hier so eine Strategietabelle runterladen und die dann nutzen, während ihr da zum Beispiel eure 10 oder 20 Euro verwettet, um dann eure Belohnung von Swagbucks zu bekommen, sodass ihr da wirklich aus dem Blackjack-Spielen das Beste rausholt und so wenig Verlust wie möglich macht und euer Gewinn am Ende so hoch wie möglich ist. Genau. Und ja, das ist es im Prinzip. Dann habe ich manchmal auch noch solche Angebote gemacht, da muss man sich ein Smartphone-Spiel runterladen und muss einfach nur einen In-App-Kauf machen. Und da habe ich halt natürlich auch nur die genommen, zum Beispiel wenn es hier steht, ich kriege für das Angebot 100 oder sagen wir 300 SB, das sind fast 3 Euro, nicht ganz. Und ich muss in dem Smartphone-Spiel einen In-App-Kauf machen von 1 Euro nur, dann hätte ich ja fast 2 Euro Gewinn. Und der Zeitaufwand wäre auch nicht so hoch. Deswegen sowas habe ich dann auch noch angenommen. Wenn es aber natürlich ich in In-App-Kauf von 3 Euro machen muss und kriege hier auf Swagbucks auch nur 3 Euro, dann würde es sich nicht lohnen, weil da hätte ich einen Gewinn von 0 Euro und hätte aber den Zeitaufwand und somit am Ende quasi Verlust. Da natürlich dann das nicht machen. Aber was ich euch da auch noch empfehlen kann, ist zum Beispiel die Google Umfragen-App. Falls ihr Google Play Store bei euch habt auf dem Handy, dann könnt ihr die Google Umfragen-App euch runterladen, könnt ihr ab und zu Google Umfragen machen und dann bekommt ihr Google Play Guthaben geschenkt für die Umfragen, die ihr da macht bei Google. Und die sind auch noch ganz kurz und dafür kriegt ihr auch schon echt gute Beträge. Also die lohnen sich eigentlich immer bei Google Umfragen. Das ist direkt von Google.
Und dann kriegt ihr das auf eurem Play Store Account gut geschrieben und somit könnt ihr das dann nutzen hier für diese In-App-Käufe, für diese Angebote, sodass es sich hier bei den Angeboten noch mehr für euch lohnt und ihr quasi noch mehr Gewinn macht. Und auch dieses Play Store Guthaben dann mal nutzen könnt und nicht irgendwie sinnlos raushaut oder privat für irgendwelche In-App-Käufe ausgibt. Genau, ja, dann wie könnt ihr euch das Geld bei Swagbucks auszahlen? Da bin ich einmal im Monat hergegangen, hier auf Löse deine SB ein. Könnt ihr hier auf euer Profilbild gehen, dann auf Löse deine SB ein. Ja, eine Sache merke ich gerade, habe ich vergessen. Ihr solltet, nachdem ihr euch registriert habt, auf jeden Fall mal noch in eure Einstellungen rein. Da alles ausfüllen, ganz wichtig, mit euren ehrlichen Angaben. Und dann auch mal gucken in eurem Profil, ob da alles, auf jeden Fall hier einmal durchgehen in eurem Profil, in euren Einstellungen und gucken, ob da alles richtig ausgefüllt ist. Weil je mehr Sachen ihr da richtig ausfüllt, desto ja, höher ist auch die Chance, dass ihr hier ja, ein gutes Swagbucks-Konto habt und hier auch ja, länger an besseren Sachen teilnehmen könnt und mehr Geld verdienen könnt. So, einmal im Monat bin ich dann hier drauf, zum Beispiel auch bei Prämien, auf die Prämien-Startseite. Und hier könnt ihr dann eure gemachten Swagbucks, die seht ihr immer hier oben, rechts, neben eurem Profilbild, könnt ihr dann hier einlösen. Da habe ich immer den PayPal-Gutschein genutzt und da seht ihr hier sind zum Beispiel 10 Euro 1110 SB. Genau, da könnt ihr dann draufklicken und müsst dann meist noch eine kurze Verifizierung machen, müsst dann einfach zum Beispiel eure E-Mail-Adresse auswählen und euch dann einen Link an eure E-Mail-Adresse schicken lassen. Geht dann in euer E-Mail-Postfach rein, bestätigt dann die Einlösung eurer Punkte für das PayPal-Geld und dann bekommt ihr das innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen auf euer PayPal-Konto dann überwiesen und bekommt dann auch per E-Mail nochmal eine Bestätigung, dass es geklappt hat. Und das hat bei mir immer einwandfrei funktioniert mit der Auszahlung und ich finde es auch schön, dass man hier echt schon ab 5 Euro, also 555 SB, auszahlen kann. Genau, so habe ich das hier mal gemacht mit der Auszahlung. Und ja, dann hätten wir jetzt noch den Punkt Empfehlungen. Und zwar könnt ihr natürlich auch Affiliate Marketing machen mit Swagbucks. Gehen wir hier auf Mehr zum Beispiel und auf Empfehlen und Verdienen oder über euer Profil hier kommen wir auch hin. Ihr könnt übrigens eure SB, die ihr gerade habt, auch immer aktualisieren, indem ihr auf die draufklickt. Diesen Ladekreis hier, dann aktualisiert das. Und dann gehen wir hier zum Beispiel auf Mehr und Empfehlen und Verdienen. Und hier haben wir jetzt das Affiliate-Programm von Swagbucks. Und hier habt ihr jetzt hier eben euren Einladungslink. Ja, hier für den Swag-Button gibt es auch nochmal einen Einladungslink, also für die Chrome-Erweiterung. Aber für komplett Swagbucks, wenn sich da neu jemand anmeldet, habt ihr hier euren Affiliate-Link. Und den könnt ihr dann auch, kann ich euch zum Beispiel empfehlen, bei Instagram nutzen. Zum Beispiel, wenn ihr dann hier bei Swagbucks schon, so wie ich es euch jetzt gezeigt habe, Einnahmen erzielen konntet, könnt ihr dann einen Screenshot davon machen, das zum Beispiel in eure Instagram-Story posten. Und dann eben den Linksticker nutzen und dann da hier euren Swagbucks Affiliate-Link reinkopieren. Und könnt dann ja, das schreiben, dass diese Seite halt gut ist und dass ihr dank dieser Seite eben das Geld verdienen konntet zum Beispiel, was man da in dem Screenshot dann sieht. Ja, oder auch, was ihr auch machen könnt, wie ich zum Beispiel auch ein YouTube-Video machen und da auch zum Beispiel eure Einnahmen von Swagbucks mal zeigen, wie ich es ja hier auch gemacht habe. Und dann auch eine kleine Anleitung geben, ein paar Tipps und Tricks zu der Plattform. Und dann auch in eure Videobeschreibung unter dem YouTube-Video dann den Affiliate-Link reinpacken, dass sich die Leute darüber registrieren können. Und dann bekommt ihr da auch nochmal ja, einen guten Teil ab. Ihr seht es hier, ihr bekommt für eine eingeladene Person, die innerhalb von 30 Tagen 300 SB verdient, was echt nicht viel ist und was echt schnell geht auf Swagbucks, also ja, schafft man locker. Muss man sich theoretisch nicht mal jeden Tag dafür einloggen, um das zu schaffen. Das ist eine gute Umfrage oder ein gutes Angebot, dann haben die das schon. Und da bekommt ihr eben für jeden da 300, also fast 3 Euro geschenkt. Und ihr kriegt sogar noch 10% lebenslang. Das heißt, wenn derjenige jetzt Swagbucks auch jeden Tag macht hier was und da gute Einnahmen erzielt, dann bekommt ihr auf alle seine Umfragen, die ihr hier macht und alle seine Angebote, die ihr hier macht, 10% ab. Was dann echt natürlich eine super Sache ist und ihr habt ihr schöne extra Einnahmen mit wenig Arbeit. Ja, ihr seht auch, ihr könnt es auch direkt per E-Mail verschicken, könnt ihr zum Beispiel eure Freunde, eure Familie auch einladen. Falls euch das hier auch sehr gut gefällt und ihr denen dann noch eine Möglichkeit geben wollt, sich mehr dazu zu verdienen, würde natürlich auch gehen. Ja, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt und zwar Hilfe und Support
möchte ich euch noch zeigen. Ja, hier haben wir einmal den Hilfebereich. Da könnt ihr euch nochmal Sachen, könnt ihr in der Suchleiste direkt eingeben, wozu ihr gerade Hilfe braucht, wo ihr Antworten sucht. Oder habt halt hier die verschiedensten Bereiche, wo ihr reingucken könnt und euch halt hier Hilfe holen könnt. Ansonsten können wir uns auch gerne immer unter meinen YouTube-Videos in den Kommentaren austauschen und uns da gegenseitig weiterhelfen. Und falls ihr hier aber immer noch nicht weiterkommt mit den Sachen, die euch hier gezeigt werden, könnt ihr hier auf Anfrage einreichen gehen und könnt dann eben hier die Art der Anfrage auswählen, was am besten gerade zu eurem Problem passt, und könnt dann hier an die eine kleine Anfrage, eine kleine Mail schicken sozusagen. Und dann werden die euch irgendwann antworten und dann helfen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, hat gut funktioniert und haben sich dann bei mir gemeldet und konnten mir eben helfen. Ja, ansonsten, falls ihr so einen speziellen Angebot-Probleme habt, ist bei mir auch schon ein paar Mal passiert, ist natürlich auch kein Problem, kann mal sein, dass ihr zum Beispiel einen Fehler gemacht habt, zum Beispiel habt ihr bei einem Angebot unten, was ich euch schon gezeigt habe, die Bedingungen nicht genau durchgelesen und habt was falsch gemacht. Dann bekommt ihr natürlich die SB nicht, also ihr müsst da schon immer genau lesen und alles richtig machen. Aber manchmal kann auch sein, dass ihr alles richtig gemacht habt und habt trotzdem aus irgendwelchen Gründen eure SB noch nicht bekommen. Und dann könnt ihr das hier nachvollziehen auf euer Profil, dann auf Aktivität. Und hier seht ihr einmal die Sachen, die gebucht wurden, also wo ihr SB bekommen habt. Und wenn ihr noch auf Besucht geht, könnt ihr Sachen sehen, die ihr besucht habt. Zum Beispiel Seiten hier bei Entdecken oder irgendwelche Umfragen. Und seht dann hier bei verdiente SB in der Spalte, wir sortieren mal nach Datum, seht ihr dann, ob ihr dafür SB bekommen habt oder ob ihr dafür noch kein SB bekommen habt. Und wenn ihr hier ein Angebot seht, wo ihr wisst, das habt ihr zu Ende gemacht, aber ihr habt noch keine SB bekommen, dann könnt ihr euch das hier raussuchen. Ihr könnt hier auch das Zeitfenster einstellen, hier von den letzten 30 Tagen, letzten 60 Tagen, oder könnt auch benutzerdefiniert dann einstellen, zum Beispiel im kompletten letzten Jahr, falls es schon länger her ist. Aber ihr solltet hier, falls was nicht geklappt hat, immer innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, denen hier eine Anfrage schicken, weil sonst geht es dann nämlich nicht mehr, dann seid ihr sonst zu spät. Und dann könnt ihr halt bei dem Angebot, wo ihr noch die SB vermisst, obwohl ihr es abgeschlossen habt, hier auf diesen Brief gehen und könnt dann direkt zu diesem Angebot dann euer Anliegen schreiben und mal fragen, warum ihr es nicht bekommen habt, und eben denen auch schreiben, dass ihr alles so und so richtig ausgefüllt habt, und dann werden sie sich bei euch melden und euch helfen, euch vielleicht noch nach einen Screenshot fragen, zum Beispiel eine Mail, die ihr bekommen habt zu dem Angebot oder so, dass ihr das dann nachweisen könnt. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher geht, könnt ihr auch über den Angeboten, die ihr bei Entdecken macht, zum Beispiel immer mal Screenshots von wichtigen Stellen machen, wenn ihr dann auf der Seite seid von dem Angebot. Oder ihr könnt zum Beispiel sogar eine Bildschirmaufnahme mit OBS machen, und dann habt ihr einen richtigen Nachweis, dass ihr alles auch richtig gemacht habt, sodass ihr dann auch am Ende wirklich immer eure SB und euer Geld hier bekommt. Genau, das so viel noch zum Punkt Hilfe. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder irgendwelche Tipps zu Swagbucks, oder habt ihr auch schon Erfahrungen damit gemacht, würde mich natürlich auch interessieren. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare rein. Und ja, dann soll es gewesen sein. Ja, checkt auch wie immer gerne meine Road to Affiliate Playlist ab, verlinke ich oben beim i und findet ihr auch in der Videobeschreibung. Weil mit diesen Plattformen, die ich euch zeige, könnt ihr zwar richtig gutes Geld verdienen, aber eine Plattform reicht meistens nicht aus, um euch jetzt irgendwie gut über einen Monat zu bringen. Da braucht es meist schon mehrere Plattformen eben. Und in meiner Road to Affiliate Serie, in der Playlist, findet ihr halt ganz viele verschiedene solche Websites, wo ihr dann wirklich am Tag immer auf mehrere von denen draufgehen könnt, euch da einfach die Nuggets, die besten Sachen rauspickt, die bestbezahltesten, und somit am Ende ja wirklich ein starkes Monatseinkommen euch aufbauen könnt schon mal. Und eurem Traum zum Affiliate-Marketing dann näher kommt und auch bis dahin durchhaltet, bis es gut läuft dann. Genau, ansonsten könnt ihr euch gerne noch meine 3 Online-Kurs-Booster auch angucken, findet ihr auch beim i und in der Videobeschreibung. Für alle von euch, die schon öfter mal Online-Kurse gekauft haben und damit bisher kaum Erfolge erzielen konnten, da zeige ich euch meine 3 besten Tipps, die mir geholfen haben, bessere Ergebnisse mit Online-Kursen zu erzielen. Ja gut, dann soll es jetzt gewesen sein von dem Video. Ist doch schon wieder relativ lang geworden, aber Swagbucks ist auch eine vielfältige Plattform. Und ich wollte euch auch alles gut erklären. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video schon wieder. Ich sage bis dahin und würde mich drauf freuen. Ciao, ciao, euer Chris.